2014 wird der berüchtigte Darknet-Markt Alphabay gegründet. Now this is the largest dark website in the world. Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alphabay. Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute reden wir über den Darknet-Marktplatz Alphabay. Wir reden darüber, was Alphabay war, wie Alphabay offline genommen wurde, warum einer der Admins tot ist und warum Alphabay jetzt plötzlich wieder online ist, und ich sag euch, die Geschichte wird wild. Als erstes müssen wir uns mal anschauen, was Alphabay überhaupt war. Alphabay war ein klassischer Darknet-Marktplatz, der 2013 gegründet wurde, und hier hat man alles Mögliche gefunden, angefangen von Drogen über Betäubungsmittel bis hin zu Waffen, und gezahlt werden konnte hier mit Bitcoin, aber auch mit der anonymen Kryptowährung Monero. Und ganz am Anfang war Alphabay eher weniger relevant. 2015 allerdings ging der große Marktplatz Agora offline, und das war die Chance für die Alphabay-Hintermänner, ihren Marktplatz nach vorne zu bringen. Und mit dem Verschwinden von Agora hat Alphabay genau diese Chance genutzt. Seit 2015 galt dieser Marktplatz als der größte Marktplatz der Welt. Geschätzt wurden hier jährlich hunderte Millionen Dollar umgesetzt, und damit wäre Alphabay sogar größer als der legendäre Darknet-Marktplatz Silk Road. Und die Hintermänner von Alphabay haben weiter fleißig an ihrem Marktplatz gearbeitet. Seit 2016 konnte man Alphabay nämlich auch als Coinmixer nutzen. Das heißt, man konnte Bitcoins dort anonymisieren bzw. waschen. Und die Hintermänner von Alphabay haben sich sicherlich ziemlich sicher gefühlt, und das Ganze ist ja auch sehr gut gelaufen. Was sie allerdings nicht wussten, ist, dass Behörden ihnen bereits auf der Spur waren und dass es bald zu einem Bust kommen würde, an dessen Ende einer der Admins tot ist. So Leute, bevor es weitergeht, eine kleine Werbung. Ich bin jung und brauche die Kohle. Wenn ihr auf Supplements steht und Sport macht, kann ich euch Sec Plus ans Herz legen. Und wenn ihr hier bestellt, nutzt meinen Rabattcode Martin10. Ihr erhaltet 10% Rabatt, ich bekomme 10% Provision, und so könnt ihr mich ein bisschen supporten. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Denn am 4. Juli 2017 wurde Alphabay durch die Behörden abgeschaltet. Das Ganze passierte im Namen der sogenannten Operation Bayonet, und dabei wurden Alphabay und auch der Marktplatz Hansabay abgeschaltet. Hansa wurde übrigens als sogenannter Honeypot genutzt, das heißt, die Behörden haben sich Zugang verschafft und haben im Rahmen der Operation 10.000 Adressen von Käufern und Verkäufern identifizieren können. Aber Alphabay war Geschichte, und mit der Abschaltung wurde ein junger Kanadier in Thailand verhaftet, und zwar auf Bitten der USA. Am 4. Juli 2017 wurde auch einer der mutmaßlichen Hintermänner in Thailand verhaftet, in seiner Villa, der Kanadier Alexander Cases. Und auf Bitten der USA hat die thailändische Polizei hier den Zugriff gemacht. Und wie sie an die ganze Sache rangegangen sind, war schon ziemlich schlau. Denn die Behörden haben gewusst, es ist wichtig, ihn auf frischer Tat zu ertappen, und im besten Fall, während er auf Alphabay als Administrator eingeloggt ist. Also haben sie vor seiner Villa einen Autounfall fingiert, damit er nach draußen kommt und im besten Fall seinen Laptop nicht ausmacht. Und das Ganze hat funktioniert. Er ist nach draußen gekommen, um zu schauen, was hier passiert ist. Und dann haben die Beamten zugegriffen, und er hat seinen Laptop tatsächlich noch angehabt. Und er war auch als Administrator von Alphabay eingeloggt. Die Sache war also relativ klar für die Behörden. Ja, und bei der Festnahme beschlagnahmten die Behörden rund 18 Millionen US-Dollar an Finanzwerten, etliche Autos, darunter ein Lamborghini Aventador, ein Porsche Panamera und viele weitere Luxusautos und natürlich auch einige Immobilien. Cases war verheiratet, lebte in Thailand, und er war reich, und er liebte diesen Luxus auch zu zeigen. Er hat das in vollen Zügen ausgelebt. Er besaß mehrere Immobilien in Thailand. Er hat sogar seinen Schwiegereltern eine Villa in der Nähe seines eigenen Hauses gekauft, und er besaß etliche Luxusautos. Bis zu seiner Verhaftung hat er also ein gutes Leben gelebt.
Stellt sich aber die Frage, wie sind die Behörden eigentlich auf ihn gekommen? Und hier hat er einen großen Fehler gemacht, der schlussendlich zu seiner Verhaftung geführt hat. Denn in den ersten Jahren von Alphabay, genauer gesagt 2014, tauchte in der Willkommens-E-Mail für neu registrierte Benutzer eine E-Mail-Adresse mit dem Namen pimpalex91@hotmail.com auf und diese E-Mail-Adresse konnte ganz klar Alexander Casis zugeordnet werden. Er hat also einen riesen Fehler gemacht, indem er gedacht hat, ganz am Anfang, die Behörden hätten diesen Marktplatz nicht auf dem Schirm. Das war aber offensichtlich nicht der Fall. Und im Endeffekt war diese E-Mail verantwortlich dafür, dass die Behörden auf seine Spur gekommen sind, dass er in Thailand verhaftet wurde und dass er offensichtlich zuletzt keinen anderen Ausweg sah, als sich das Leben zu nehmen. Denn nach seiner Verhaftung saß er in Thailand, er sollte ausgeliefert werden an die USA und nach Angaben des US-amerikanischen Justizministeriums nahm er sich am 12. Juli sein Leben. Und man kann spekulieren, warum er sich dazu entschieden hat, sich selbst das Leben zu nehmen. Er war erst 25. Ich kann mir gut vorstellen, er hat an Ross Ulbricht gedacht, der in Amerika wegen Silk Road, auch ein Darknet-Marktplatz, zu zweimal lebenslänglich plus 40 Jahren verurteilt wurde und für immer in Gefangenschaft bleibt. Damals gab es in der Darknet-Community auch User, die anderer Ansicht waren und es ging das Gerücht rum, dass er sich vielleicht gar nicht selber das Leben genommen hat, sondern dass jemand anders vielleicht verantwortlich war. Was genau da passiert ist, werden wir wohl nie erfahren. Fakt ist, Casis war tot, Alphabay war Geschichte und die Behörden haben einen großen Schlag für sich verzeichnen können. Und alle dachten, Alphabay wäre für immer Geschichte, aber alle haben sich getäuscht, denn was viele nicht wissen, Casis war nicht der einzige Admin auf Alphabay. Es gab noch einen zweiten Admin, der nie gefasst wurde und dieser Administrator nannte sich DE-Snake. Und 2021 ist Alphabay unter der Leitung dieses ehemaligen Administrators wieder zurückgekommen. Und im Reddit des Darknets auf Threads, einer Darknet-Community, kündigte DE-Snake das Ganze auch an und er verfasste auch ein erstes Statement. Und in diesem Statement sagt er, dass er niemals erwischt wurde, dass er immer auf seine Sicherheit geachtet habe. Und er hat das Ganze natürlich auch bestätigt mit einer signierten PGP-Nachricht. Es war also eindeutig DE-Snake, der ehemalige Tech-Admin von Alphabay 1.0 und DE-Snake wollte die Darknet-Marktplatzszene revolutionieren. Er hat angekündigt, dass auf Alphabay 2.0 viele neue Features eingeführt werden, darunter der sogenannte AlphaGuard, der sicherstellen soll, dass User und auch Verkäufer an ihr Geld kommen, auch wenn der Marktplatz offline genommen wird oder kompromittiert. Und eine weitere Neuerung ist, dass hier nur noch mit Monero bezahlt werden kann und Monero gilt als deutlich sicherer und anonymer als Bitcoin zum Beispiel. Und Alphabay 2.0 hat es wieder an die Spitze der Darknet-Marktplätze geschafft. Denn das neue Alphabay, der Relaunch, gilt heute als größter Darknet-Marktplatz. Mit dem Bust 2017 war Alphabay also nicht komplett Geschichte. Einer der Admins wurde nicht erwischt. Er hat jetzt Alphabay 2.0 ins Leben gerufen und auch hier hat er es geschafft, diesen Marktplatz wieder an die Spitze zu bringen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist die Intention von DE-Snake? Warum geht er das Risiko ein, Alphabay zu relaunchen? Warum eröffnet er Alphabay 2.0? Denn natürlich werden die Behörden auch hier schauen, dass sie ermitteln und ihn eventuell identifizieren. Und ich kann mir denken, dass DE-Snake 2017 mit dem Bust erstmal die Füße stillgehalten hat, ihn es aber wieder in den Fingern gejuckt hat. Denn ich glaube, er hat genug Kohle gemacht mit Alphabay 1.0, aber er hat wahrscheinlich eine neue Herausforderung gesucht oder er liebt einfach den Kick. Auf jeden Fall spielt er mit dem Feuer, aber diese Geschichte zeigt auch, dass der Kampf Behörden gegen Darknet-Marktplatzbetreiber und Verkäufer immer in eine neue Runde geht und dass es ein ständiges
Katz-und-Maus-Spiel ist und ich bin gespannt, wie sich Alpha Bay 2.0 entwickelt und ich bin auch gespannt, ob die Snake vielleicht auch irgendwann zu Fall gebracht wird. Ja Leute, so viel zur Story von Alpha Bay. Das Ganze geht also in eine zweite Runde. Ich bin gespannt, wie es hier endet und an der Stelle nochmal danke für den ganzen Support. Danke an alle, die abonnieren. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert gerne den Kanal, folgt mir auch auf Instagram. Lasst ein Like da, lasst einen Comment da, hilft immer für den Algorithmus. Und lasst mich gerne in den Comments wissen, ob ihr das Format feiert, ob ich mehr solcher Videos bringen soll. Und damit bin ich durch. Ich würde sagen, gerade bleiben und wir sehen uns beim nächsten Mal.